auf die Reise. Thomas ist übelst gut weggekommen hier auch. Der Björn ist gut Silvernagle came in and Nice is now in the car. Welcome to BTR TV. Madness on track. Actually, race crew took home the third spot with Dayton Horse 2 laps down. Then CMS Racing recruit. Hallo liebe Simracing- und Rennsportfans und ein ganz besonders herzliches Willkommen heute hier zur Sunday Grand Prix Series in Montreal. Und da ja die Startaufstellung aufgebohrt wurde, haben wir heute den größten Split ever. 38 Fahrzeuge stehen heute im Split. Da steht auch unser Ben, unser Björn und unser Tommy sowie unser Byron. Schauen wir mal, was die heute so bringen. Wir haben heute auch unseren Wolfram und den Adam mit am Start. Ein schön volles Feld. Ich wünsche euch allen mal ganz viel Spaß. Well, it's going to split, or it's going to be the biggest grid ever. So, race. Oh, I should stream, shouldn't I? Maybe. Ja. We must see your reaction if you win. Yes. Oh, heck. Well, I'm car number 25, that says it all. Ja, liebe Zuschauer, da haben wir heute hier in der Sunday Grand Prix Serie den größten Grid ever. 38 Fahrer stehen heute am Start und unsere Jungs hier alle mittendrin. Da bin ich mal gespannt heute. That's the big one. Welcome to the big one. Und von den 38 Fahrern, die wir hier am Start stehen haben, sind nur 13 Profis. Der Rest sind alles F2-Fahrer. Geh noch mal Division, ganz schnell ja. zur Wolle Hallo sagen. Auch ich habe heute mit dem Juan Jimenez geübt. Oh Mann. Come on, Tom. Come on, Tommy, we want to find out if you can spell championship this week. Tommy, I say hello to Wolfram and AJ and I'm back in 5 minutes. Wolfram und Adam sind wie immer in ihrem eigenen Discord-Chat, um ein bisschen Ruhe zu haben während des Rennens. So, Deswegen schalte ich mich da mal hin, um kurz Hallo zu sagen. wait a second, I can have... Mit 2674 ist die Stärke des Feldes heute ziemlich hoch. Da haben wir nicht nur ein sehr großes Feld, sondern auch ein sehr hochkarätisches Feld heute hier am Start stehen. Yay, you spell it right. Yes! Wir haben heute Saisonstation 9 von 12 und ich glaube, in der F2-Wertung ist Björn nicht mehr einzuholen. Hallo? I might put 50 liters in. Wo Patrick ist da? Ja, ich wollte nur mal kurz Hallo sagen. Ja, hallo. Mal ganz kurz, weil wir ja in einem anderen Track sind. Nein, Glaubt kaum, weil danach werden wir Dusche und Ihr arbeiten sitzt ja direkt hier. zur Nachtschicht. Deswegen, ne? Helmut muss sich entschuldigen, denn seine Pedale sind im Arsch und die Ersatzteile kommen erst morgen. Okay. Ja, ja. Naja, schade. Also, ich wünsche euch alles Gute, drückt euch die Daumen. Jo, danke. Gleichfalls. Den anderen Jungs auch. Auf jeden Fall viel Spaß euch. Ja, machen wir mal. Hey, Wir Howard. quatschen mal die Tage, wenn ihr mal Zeit habt. Dann machen wir Ja, mal, ja, ja, ja. Ab Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss. ja. Bye, bye. Just wrote myself a little message. I wonder if I can... What? Oh, I can't remember. Time I did. But I shocked myself and got a good position in the grid. Greetings from Wednesday. Wolfram and Adam and good luck for all. Nice. Directly after the race, they must go to work. Oh dear. They must work this night.
Und damit ist die Qualifikation auch schon in vollem Gange und unsere Jungs sind hier unterwegs. Yep. Tsukuba, sure is Spear. Good job with recognizing. Und da kommen jetzt auch schon die ersten Quali-Zeiten rein. Wenig überraschend, Pauli Kalevi Partown auf Pole Position mit einer 1:27,663. Aktuell auf P2 Sergio Fernandez und P3 John Olsen. Never know whether it's second or third gear. Tommy nach der ersten Runde hier P7, 1:30,376 und unser Byron hier, zweite Runde weggeworfen. 38 now. Maximum grid. The new maximum grid number. Und da haben wir auch mal Wolfram und Adam im Bild. Wolfram aktuell P11, Adam aktuell P20. One more and we'll split. This is the biggest grid there's ever been, I think, for the Lotus, as far as I know anyway. Und Pauli hat hier nochmal nachgelegt, eine 1:26,649, wow, irre. Juho Reiner auf 2, jetzt wieder Sergio Fernandez auf 2 gerutscht und da kommt auch Gernot Fritsche, aktuell P5. PP, only half. So let's check the results. Oh dear, P19. Especially, I'll be checked up behind the Oh, I'm just between Wolfram and Adam. Björn is also. Yeah. Everyone has a 129. Ben am Ende auf P30, Byron P26, Björn startet von 21, This is going to be interesting, really. unser Adam Startplatz 20 und Tommy Startplatz 19. Interesting. I think it's the first time that I'm caps know in this. front of Björn. Wolfram Startplatz 18. I can't see that. Schade. Good luck, my friends. Good luck, Ben. Meine Freunds. Alles Gute, mein Freund. Meine Bruders. High SOF for 38 people. It's too hot I really don't want to start in 26. Oh, Pilot really? started, or It's is so. it- Okay, come Trying to on. cope with Let's. Pitbull. Track is. Thanks, Oh, Phil. oh, shit. Garage, fuck. I have to. Yeah, my fuel was still on. Still on. Wind into the head. Good luck, chaps. Good luck, everyone. Das wäre fatal, hier ohne die nötige Menge Benzin loszufahren. Björn is right behind me. Oh. Zum Glück ist noch genügend Zeit, um das schnell zu ändern. Startaufstellung ist hier in vollem Gange. Yeah, I hope so. Good luck, guys. Okie dokie, then here we go. The end of week 9, the broadcast race. There is a maximum grid here. 38, can you believe it? 38. We're car number 25, qualified P30 out of 38. There's some really fast guys everywhere. But hopefully, a nice, safe start. Oh my goodness. 38! I don't ever remember being in such a big grid. To be fair, they've only just Adam da, upped it. Björn da, 30. Wolfram da, alle da. Right, here we go. 23 laps of the Shibuya circuit here at Montreal. Green Flag und die wilde Yacht ist eröffnet. Oh, hier Pauli Kalevi Partan mit Wheelspin. Dafür Pepe Fuentes top weggekommen. Setzt sich hier sofort in Führung. Dahinter Pauli Kalevi Partan auf P2. Dann haben wir auf P3 Gernot Fritsche. P4 Jack David Spickett. Und hier gibt es jetzt schon die ersten Rangeleien. Ich glaube, Barry West hatte da einen kleinen Quersteher. Björn hatte mal wieder einen seiner Blitzstarts. Und ist da, glaube ich, schon in den Top 15 angekommen. Unser Byron startet sicherheitshalber aus der Box und auch Don Runkle. Ah, scheiße. I was hit. Oh. Ach du Scheiße. I'm out, I think. Oh, und da hat es nicht nur Tommy aus dem Rennen gerissen. So wie es aussieht, hat es hier eine ganze Menge an Fahrzeugen erwischt. Das müssen wir uns gleich mal in Ruhe anschauen. Hier liegen noch die Trümmer. Wir haben es gerade gesehen. Und da stehen auch schon die ersten an der Box. Und da steht auch unser Wolfram, der aber heute überhaupt nicht gestartet ist hier, so wie Martin Reisman. Da liegen die nächsten, Togo Hisada und John Olsen. Hier geht es gerade drunter und drüber, da müssen wir gleich mal in Ruhe schauen, was da passiert ist. AJ Roper weit zurückgefallen. Nudge, but I think it was a netcode nudge from behind. So Do you see any damage on my car, Byron?
Unser Bayern kämpft hier schon mit dem Tommy. Tommy versucht, sein Fahrzeug irgendwie an die Box zu bringen. Oh, Wolfram's out. We have AJ Roper. Oh no, Jose Conde is too heavy on the throttle, and then I think the car. Oh, it's yeah. And then Rolly Wallbank and Janne Niemann. Rolly hit the brakes, and then Janne crashes him. Oh dear, and oh shit. Made some up for Rossa. Also Barry West is also here, and then glaube ich fahr mal in die Box. Then I thought, okay, I could mit einem kaputten Auto fahren hier. I'm tipping, AJ, I'm tipping. There could be enough room, but it looks like he's not on the brakes on this situation. So Massencrash in der ersten Runde und Tommy mit drin verwickelt. Schade, ist das Rennen schon wieder gelaufen. Dafür ist unser Adam ein ganzes Stück besser weggekommen, liegt hier aktuell auf P14. 19. Holy. Und hier nochmal der Zwischenfall von John Olsen und Togo Hisada. Coming up 11th position. Togo Hisada wants to overtake John Olsen, okay. and then he hits John Olsen's rear wheel, and then they spoon. Spare parts. Spare parts. Togo Hisada versucht John Olsen zu überholen, berührt ihn am Hinterrad und dreht sich. Beide fliegen ab, können aber einen harten Einschlag verhindern, müssen allerdings von ganz hinten das Feld aufrollen. Hier vorne an der Spitze kann sich Pepe Fuentes immer noch vor Pauli Partan behaupten. Dahinter kämpft Gernot Fritsche mit Jack David Spickett um die Position. Juho Reiner ist da schon 1,5 Sekunden weit weg von den Jungs hier vorne. Jetzt der nächste Angriff, auch vorne. Jetzt geht Pauli Kalevi Partan in Führung und verdrängt Pepe Fuentes auf den zweiten Platz. Und wir hatten den nächsten kleinen Zwischenfall im Hinterfeld. Schalten wir direkt mal hin. Alejandro Diaz. Too fast in the corner and he loses the rear. Too heavy on the throttle, I think. Alejandro Diaz fährt hier zu schnell in die Kurve und verliert seinen Heck. 360, zum Glück nichts passiert und weiter. Von an der Spitze alles beim Alten. Hier haben wir Juho Reiner auf P5 im Bild. Dahinter Sergio Fernandez P6, P7 dann Dylan Fraggleton, P8 Kevin Parrish, P9 Jean-François Boscos, P10 Miguel Morland. Und Björn Ackermann ist schon bis auf P11 nach vorn gefahren. Wahnsinn, was der hier heute wieder von der Pace drauf hat. Jagt hier Miguel Morland um den Kurs. Nach hinten zu Josie Conte auf P12 hat Björn schon einen Vorsprung von fast 2 Sekunden rausgefahren. Und man sieht, es ist nur eine Frage der Zeit, bis er hier an Miguel Morland vorbeigeht, der sich hier aber noch tapfer wehrt. Ich schätze mal, Björn hat mal wieder ein kleines bisschen Squally versemmelt und hängt hier hinten fest. Sonst wäre er ein ganzes Stück weiter vorne losgefahren. Björns Leistungskurve zeigt in letzter Zeit steil nach oben. Einfach irre, was er hier präsentiert diese Saison. Und er ist mit absolutem Fug und Recht dieses Jahr Champion. Das kann man jetzt schon so sagen, denn ich glaube, es gibt hier niemanden, der ihm jetzt noch abfangen könnte. Mit fast 100 Punkten Vorsprung. Oh, und da hat Miguel Morland Björns Druck nicht mehr standhalten können und rutscht hier weg. Eine kleine Berührung und Björn verliert einen kleinen Teil seines Frontflügels. Schade. Ich hoffe, das beeinträchtigt ihn nicht zu sehr. Und nachdem sich hier vorne an der Spitze Pauli Kalevi Partan durchsetzen konnte, hat er auch schon die Segel gesetzt. Fast 2 Sekunden Vorsprung auf den Rest des Feldes. Auf P2 weiterhin Pepe Fuentes vor Gernot Fritsche und Jack David Spickett. Juho Reiner auf P5 ganz dicht hinten dran. Und wir schauen uns jetzt nochmal schnell Björns Zwischenfall an. Miguel Morland und Björn Ackermann. Miguel Morland, oh dear, bomb. Björn lost a piece of wing. Okay. Björn verliert bei der Aktion ein Stück Frontflügel. Unser Tommy nach Boxenstopp wieder rausgefahren, befindet sich hier auf Position 32. Unser Ben P18 ist da irgendwie durch die ganzen Wirren durchgekommen. Direkt vor ihm Leon Forst und hinter ihm Jason Krakowiak. Auf P20 haben wir dann unseren Adam, der auch hier irgendwie glücklich durchgekommen ist. Miguel Morland. Inzwischen auf P12 hinter Josie Conte zurückgefallen. Jack David Spickett, der nächste Angriff hier gegen Gernot Fritsche. Juho Reiner guckt sich das von hinten an und wieder kann sich Gernot durchsetzen. Ein toller Kampf hier vorne um den letzten Podiumsplatz. Schade, dass wir nach 3 Kurven schon so viele Fahrzeuge heute hier verloren haben, aber bei dem Riesenfeld haben wir ja immer noch eine Menge auf der Strecke. Ganz vorn Pauli hat schon die Segel gesetzt und ist auf und davon, und weiter hinten im Feld gab es den nächsten Zwischenfall, den wir uns anschauen sollten. Da schalten wir direkt hin. Okay, next incident. Daniel Repetto, oh, watch out. Daniel Repetto also too fast in the corner. Ja.
That's really dangerous. Zu schnell in die Kurve, verliert sein Fahrzeug, dreht sich. Er hat aber Glück, dass er dann nirgendwo eingeschlagen ist, verhält sich da auch sehr vorsichtig und kann weiterfahren. Und während die Kamera hier hinten durchs Feld geschaltet hat, hat es vorne richtig gescheppert. Und so ein paar Favoriten hat es ja aus dem Rennen gerissen. Das müssen wir uns jetzt direkt gleich nochmal anschauen. Schalten wir sofort hin. Here P2, P3 and P4. Okay, wow. Oh, oh. So, Gernot Fritzsche hier. Oh, watch out. Eieiei. Gernot Fritzsche und Jack David Spickett geraten hier aneinander. Gernot fliegt ab und nimmt hier Pepe Fuentes mit. And then Pepe Fuentes comes back on track and Juho Reiner crashed into him. Juho Reiner is also, oh dear. Und hier haben wir Gernot und Juho auch mal im Bild, stehen in der Box. Inzwischen Pauli Kalevi-Partan, 4,5 Sekunden Vorsprung auf den jetzt zweitplatzierten Jack David Spickett. Auf P3 haben wir jetzt Sergio Fernandez. P4 Dylan Fragerton und auf P5 Pepe Fuentes zurückgerutscht. Ihm fehlte auch ein Stück Frontflügel. P6 aktuell Kevin Perisch, P7 Jean-François Boscos und Björn Ackermann inzwischen auf P8 nach vorne gespült worden. P9 dann Jose Conte und Miguel Morlan schließt hier die Top 10 ab. Direkt hinter ihm Daniel Gales. Und wir haben schon wieder einen Zwischenfall gehabt, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Da schalten wir direkt jetzt hin. Da hatte auch Robert Simpkins gerade einen kleinen Wackler und fällt ein Stück zurück. So, here is Janne Liemann, who was killed. Uiuiuiui. What does that put us in the top 15? By, who is it? AJ Roper. No chance. Ja. AJ Roper fährt hier Janne Liemann hinten aufs Rad, der fliegt ab und das Rennen ist vorbei. Sehr schade. Durch die vielen Aus- und Zwischenfälle ist unser Ben weit nach vorne gespült worden. Ich glaube, er liegt jetzt auf P14. Weiterhin vor ihm Leon Forst. Und ein bisschen mehr als 1,5 Sekunden hinter Ben liegt Robert Simpkins. Jack David Spickett auf P2 liegt inzwischen fast 5 Sekunden hinter Pauli Partan. Und hier Togo Hisada auf seinem Weg nach vorn, nach seinem Ausritt in der ersten Runde. Togo Hisada, eine absolute Legende im Lotus 49, heute hier zu Gast in der Lotus 79 Serie. Und ich schätze mal, er würde da auch vorne um die Top 5 mitkämpfen. Hätte er am Anfang den Zwischenfall nicht gehabt. Aber wie immer hätte Täte Wenn und Aber 5 Euro ins Phrasenschwein. Byron liegt inzwischen hier auf P26 und hat heute ein relativ ruhiges Rennen. Und unser Tommy ist inzwischen auf P29 angekommen. Da sieht man mal, wie viele Fahrer hier schon ausgefallen sind oder weit zurückliegen nach Reparaturstopp. Wir hatten insgesamt 38 Fahrer heute am Start stehen. Hier vorne konnte inzwischen Leon Forst Joshua Hampton überholen. Unser Ben auf P14 ganz dicht hinten dran. John, I don't think I'm going to win. It's all down to you. Auf P16 haben wir hier unseren Robert Simpkins. Bisher auch ein sehr, sehr solides Rennen und direkt hinter ihm Adam Klatzka. Und hier vorne an der Spitze Business as usual. Pauli Kalevi-Partan fährt den Rest des Feldes hier gnadenlos um die Ohren. Jack David Spickett auf P2, schon 5 Sekunden weit weg, fährt aber auch dem Feld davon. Und wie wir sehen, ist da noch das eine oder andere Plätzchen für unseren Tommy drin. Alejandro Diaz und Don Runkel Jr. fahren deutlich langsamer als Tommy und sind nur knapp 10 bzw. 13 Sekunden weit weg. Der Leader Pauli direkt hinterm Tommy ist jetzt in seiner 9. von 23 Runden, also haben wir noch genug Zeit. Da sieht man mal, dass sich das Reparieren und wieder rausfahren lohnen kann. Wir haben Alejandro hier mal im Bild und Don Runkel fahren beide knapp 3 Sekunden langsamer als der Tommy. Hier hinten, ganz am Ende des Feldes, Rolly Wallbank ist auch noch unterwegs. P26 hier Manning Grinham, direkt vor ihm Byron Long und auf P24 haben wir dann unseren Kurt Klapper. Wir haben ihn hier vorne mal im Bilde verfolgt. John Olsen, der am Anfang den Zwischenfall mit Togo Hisada hatte und auch das Feld von hinten aufrollen muss. Dann haben wir hier Daniel Repetto, nach Zwischenfall auch zurückgefallen, verfolgt hier Mauro Micheletti und wird jetzt über kurz oder lang da versuchen, auch dran vorbeizugehen. Mauro blockt da noch etwas, aber keine Chance. Daniel geht da locker vorbei. Der nächste vor ihm auf P20 ist Barry West.
Togo Hisada auf seinem Weg nach vorn hat auch jetzt unseren Adam überholt. Und hier vorn schickt sich jetzt unser Ben an, Joshua Hampton zu überholen. Seite an Seite durch die Hairpin und auf die lange Gerade raus. Auf der Innenseite hat er die bessere Position. Und da ist unser Ben auch durchgeschlüpft. Leon Forst direkt vorm Ben konnte sich durch die Zweikämpfe hier schon leicht von den Jungs absetzen. Jetzt gibt es hier einen Gegenangriff, den kann unser Ben aber abwehren. Super. Die Jungs gehen jetzt in die 10. von 23 Runden. Björn auf P8 und Ben auf P13. Das sind unsere heißesten Eisen heute hier im Feuer. Aber auch Adam Glatzka ist da immer noch recht gut dabei. Und nachdem sich am Anfang das halbe Feld gegenseitig abgemetzelt hat, hat sich das jetzt alles hier erstmal ein bisschen beruhigt. Bayern immer noch auf P25 hinter Klapper, konnte sich jetzt von seinen Gegnern nach hinten allerdings schon ein Stück freifahren. Und Pauli Kalevi Partan, unser Leader, hat jetzt unseren Tommy überrundet, der sich zwar immer noch auf P29 befindet, aber nach vorne merklich gut gemacht hat. Oh, Togo. Happened to Togo. Unser Adam hier auf P18 hat er noch Anschluss bis zu den Top 15 nach vorn. Vor ihm Robert Simpkins auf P17. He's a fast driver. Doing back there. Must have had a incident early on. Jason Krakowiak P16 und Togo Hisada ist schon in den Top 15 wieder angekommen. Well, I need to try and get Leon to keep my 13th position then if I'm going to lose out to Togo, which looks imminent, to be honest. Und Togo kann sich da auch sofort von seinen Gegnern hinter sich lösen. Er fährt im Schnitt rund 2 Sekunden schneller als seine Gegner. Unser Bayern hier auf einem sicheren und relativ soliden 25. Platz. Nach vorn zu Kurt Klapper fehlen ihm allerdings schon fast 4 Sekunden. Und da sehen wir Qualm und Rauch. Da hat es einen kleinen Zwischenfall gegeben. Daniel Repetto. Bayern wird da auch direkt gleich vorbeigehen. Das schauen wir uns direkt gleich mal an, was da passiert ist. Okay. The Italian Daniel Repetto. Too fast on corner exit. Daniel Repetto ist hier ein bisschen zu schnell auf dem Gas. Ausgang zur Kurve und dann dreht er sich ein. Nichts passiert. 360 Reifen heiß gekocht und weiter. Und Daniel kann sich hier noch vor Bayern behaupten. Allerdings denke ich mal, wird er sich jetzt auch die Reifen ganz schön heiß gefahren haben. Hinter den Jungs Rolly Wallbank nach seinem Zwischenfall in der ersten Runde mit runden Rückstand. Und hier vorn an der Spitze zieht Pauli Kalevi Partan einsam und verlassen seine Kreise. Er kontrolliert das Rennen hier. Mit einem Sicherheitsabstand von ungefähr 5 Sekunden checkt David Spickett auf P2 und weiterhin Sergio Fernandez auf P3. Dylan Freckleton P4 und Kevin M. Parrish P5. Jean-François Boscos P6 und unser Björn inzwischen auf dem 7. Platz angekommen. Wow. Hier haben wir Kevin Parrish mal im Bild. Circa 2 Sekunden Vorsprung auf Jean-François Boscos und der wiederum nochmal 2 Sekunden ungefähr auf unserem Björn, den wir hier im Bild haben. Ein Wahnsinnsrennen heute wieder von Björn, hat inzwischen Pepe Fuentes überholen können. Auf P9 Josie Conde und Miguel Morland rundet weiterhin die Top 10 ab. Auf P11 haben wir hier dann Daniel Gales, P12 Leon Forst, P13 Ben Summers und P14 Togo Hisada und es gab den nächsten Zwischenfall, den wir uns anschauen sollten, da schalten wir direkt hin. So, next one. Wow, Mr. Repetto try to repeat his donuts. Yeah. It must be frustrating for you. Next spin after 2 corners. Daniel Repetto schmeißt sein Fahrzeug gleich noch einmal weg, 2 Kurven weiter. Adam auf P18 verfolgt hier Robert Simpkins und Jason Krakowiak. Vielleicht geht dann nach vorne auch noch was. Wir sind jetzt gerade in der 12. von 23 Runden, also haben wir gerade so Halbzeit überschritten. Adam gegen Robert, jetzt gibt es hier den nächsten Angriff. Oh, böser Verbremser. Adam bremst sich da innen rein, Seite an Seite durch die Hairpin. Jetzt hier auf die lange Gerade hoch. Und Robert scheint da wieder im Vorteil zu sein. Aber die Gerade ist sehr lang und da gibt es schon den nächsten Angriff. Und jetzt wird Adam auch vorbeigehen können. Robert wehrt sich da noch, aber Adam hat da innen die bessere Position. Und da ist er auch vorbei. Zehn Runden haben wir ab jetzt noch auf der Uhr stehen und Jason Krakowiak vorm Adam ist da gar nicht so weit weg.
Toru Hisada ist inzwischen auch an der Gruppe rund um Ben Summers und Leon Voss vorbeigegangen und liegt inzwischen schon wieder auf dem 12. Platz. Der hat ein Wahnsinnstempo drauf. Leon Voss, den Namen höre ich heute hier in der Sunday Grand Prix Serie auch zum ersten Mal. Zeigt ja ein sehr, sehr solides Rennen und kann sich vor Ben und Joshua Hampton behaupten. Aktuell P13 von 38 Fahrern, das kann sich noch mehr als sehen lassen. Unser Tommy hat inzwischen Don Runkel Jr. überholen können und Alejandro Diaz vor ihm auf P27 ist da auch nur noch ein bisschen mehr als 4 Sekunden weg. Und wie gesagt, 10 Runden haben wir ja noch zu gehen, da ist noch einiges drin. Hat der Tommy insgesamt jetzt schon 10 Fahrer wieder hinter sich lassen können. Byron hier liegt inzwischen auf P24, vor ihm Rolly Wallbank, der allerdings schon Rundenrückstand hat und auf P30 in der Wertung liegt. Runde 14 und AJ Roper konnte jetzt seinen Rückstand zu Robert Simpkins zufahren und ist direkt an ihm vorbeigegangen. Wird sich jetzt über kurz oder lang auch Jason und Adam holen. Adam kämpft jetzt hier gegen Jason und versucht da außen vorbeizugehen. Seite an Seite ging es hier durch die Hairpin und Seite an Seite geht es jetzt auch wieder raus auf die lange Gerade. Und ich denke mal, da muss ich Adam vorerst hinten anstellen, noch einmal Windschatten holen und dann vielleicht vorbeigehen. Schauen wir mal. Von hinten kommt ja auch noch AJ Roper. Da gibt es jetzt den nächsten Angriff. Und diesmal kann sich unser Adam auch durchsetzen. Top gemacht. Damit liegt Adam jetzt auf P16. Allerdings fehlen ihm nach vorne zu Joshua Hampton auf P15 schon über 5 Sekunden. Byron hier auf P24 kämpft sich heute tapfer, einsam, aber sehr, sehr solide durchs Rennen. Ich habe bisher keinerlei Wackler, Quersteher oder Unfälle von ihm gesehen oder gehört. Natürlich ist er aus der Box gestartet und muss deswegen einen großen Rückstand aufholen. Nichtsdestotrotz ist das aber heute ein Top-Rennen für ihn. Aber auch für unseren Ben, der hier auf P14 Leon Voss verfolgt. Echt jetzt, du Vollpfosten. Tommy hat inzwischen Alejandro Diaz eingeholt, der sich aber hier noch nicht geschlagen geben will und jetzt erstmal eine Abkürzung nimmt. Und dann hier wieder auf die Strecke zurückkommt. Da ist auch noch ein bisschen Übung fällig, schätze ich mal. Warum? Er hat jetzt zum Glück niemanden behindert und weiter geht. Ein Stück weiter hinten im Feld hat man den nächsten Zwischenfall, den wir uns anschauen sollten. Da schalten wir direkt hin. Jason Krakowiak. Jason Krakowiak behind AJ Roper. Also too fast in the corner. And then he lost the car. Jason, oh no. Okay, so here we go. Jason Krakowiak zu schnell in die Kurve rein und dann dreht er sich. Nichts weiter passiert. Kann weiterfahren. Nur die Reifen schön heiß gekocht. Jack David Spickett hier auf P2 liegt inzwischen 6,5 Sekunden hinter dem führenden Pauli Kalevi-Partan. Hat wiederum einen Vorsprung von 4 Sekunden auf seinem Gegner hinter sich, Sergio F. Fernandez. Mind you, every 2 weeks on a Saturday and Sunday I qualify and race 100% length Grand Prix. Hier vorne haben wir Pauli Kalevi-Partan mal im Bild. Geht jetzt gleich in die 17. von 23 Runden. Ben liegt hier gechillt auf dem 14. Platz und unterhält wie immer seine Zuschauer. Und hier gibt es jetzt einen Angriff. AJ Roper geht an Adam Klatzka vorbei. Das war abzusehen. AJ Roper nach seinem Startcrash ein ganzes Stück weit zurückgefallen, muss sich da auch von hinten nach vorne durchkämpfen. Runde 17 und jetzt gibt es hier einen Kampf um den 14. Platz zwischen Ben Summers und Joshua Hampton. Joshua versucht sich da den Platz wieder zurückzuholen, was er hiermit auch getan hat. Sauberes Überholmanöver, da hat Ben aber auch fair mitgespielt. Ich schätze mal, jetzt wird das Thema Reifen auch ein wichtiger Faktor sein. Top 15 in so einem riesen Grid im ersten Split, das ist mega super. Vielleicht kann Ben da den Bies auch nochmal umdrehen. Wir haben immerhin noch ein paar Runden zu gehen. Wir befinden uns jetzt in Runde 18 von 23. Allerdings kommt von hinten mit Riesenschritten auch noch AJ Roper, der im Schnitt ungefähr 2 Sekunden schneller ist als unser Ben. Hier mal ein Blick ins Mittelfeld. Kurt Klapper hinter John Olsen. Die Plätze 20 und 21. Auch ein relativ solides Rennen für unseren Kurt. Thank you. One. Tommy überrundet hier Juan Jimenez auf P31, der letzte, der hier noch von den 38 gestarteten Fahrzeugen unterwegs ist. Das heißt, wir haben 7 Ausfälle bisher zu beklagen. Und darunter haben wir solch prominente Namen wie Gernot Fritsche oder Juho Reiner. Unser Wolfram ist heute gar nicht vom Start erst weggefahren. Der hat in der Startaufstellung gemerkt, dass er das falsche Setup drauf hat. Und als er sich in die Box eingeloggt hat, war das Startprozedere schon vorbei und
Die Meute ist losgestartet, was ihn so sehr frustriert hat, dass er beschlossen hat, überhaupt nicht mehr loszufahren. Dafür liegt unser Adam hier auf einem sehr, sehr soliden 17. Platz. Pauli Kalevi-Partan befindet sich inzwischen schon in der 19. Runde. Auf P2 weiterhin wie gehabt mit über 6 Sekunden Rückstand Jack David Spiggott und auf P3 Sergio Fernandez. 12 Sekunden hinter Sergio haben wir Dylan Fraggleton auf P4. Und noch einmal ungefähr 8 Sekunden dahinter Kevin M. Parrish auf P5. Unser Björn inzwischen P6 konnte Jean-François Boskus überholen. Und mit dem heutigen mehr als soliden, mega sauberen Rennen und dieser absoluten Top-Position hier im ersten Split wird Björn heute seinen Titel zementieren. Da gibt niemanden mehr, der ihn in dieser Saison noch streitig machen könnte. Einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch zu dieser absolut eindrucksvollen Demonstration der Stärke. Nachdem Björn letzte Saison lange Zeit mit dem Reifenmanagement gehadert hat, hatte diese Saison endlich alles zusammengebracht und hat auch seine persönliche Fehlerquote so extrem minimiert, dass es diese Saison hier in der F2-Wertung absolut niemanden gab, der ihm auch nur annähernd das Wasser reichen konnte. Am Anfang sah es so aus, als ob Roly Wallbank da mithalten könnte, aber Roly hatte so viel Pech und ist ja auch heute wieder am Anfang aus dem Rennen gerissen worden, genauso wie Janne Liemann. Miguel Morlan konnte auch in dem einen oder anderen Rennen unserem Björn Paroli bieten. Über die gesamte Saison gesehen konnte er jedoch in Sachen Konstanz nicht mithalten. Jean-François Boskus, den wir hier im Bild haben, liegt inzwischen schon fast 1,5 Sekunden hinterm Tommy zurück und hinter ihm inzwischen auf P8 angekommen Togo Hisada. Unser Bayern hier auf P24, ein hoffnungsloses Rennen heute. Top sauber, aber keine Möglichkeit nach vorn. Oh, und da lag einer in der Wall of Champions. Wir sehen es hier, Leon Forst ist da abgeflogen. So wie es aussieht, ist er aber nicht schwer eingeschlagen und kann weiterfahren. Ist hier auf P18 zurückgefallen, da schauen wir gleich mal, was da passiert ist. Leon Frost. Leon Forst loses his car in the chicane. Oh. But he's lucky. Leon Forst donnert ein bisschen schnell in die Schikane rein, verliert sein Fahrzeug, kann aber einen schweren Einschlag verhindern, fällt nur weit zurück und weiter geht's. Und durch den Zwischenfall vom Leon ist unser Ben auf P14 nach vorne gerutscht, allerdings kommt von hinten mit Riesenschritten AJ Roper. Unser Adam auf P16 ist da schon 3,5 Sekunden weit weg. Und hier unser Björn cruist zu einem weiteren Mega-Ergebnis. P6 in so einem verdammt harten Topsplit, das ist absolute Sahne. Barry West hier kämpft hier am Schluss des Rennens mit John Olsen um die Position 18 und 19. Und weiter hinten im Feld gab es mal wieder einen kleinen Zwischenfall, den wir uns anschauen sollten. Da schalten wir direkt mal hin. Okay, Leon Frost again here. Oh. Leon Forst again, too fast in the chicane and then he loses his rear. Lucky that he don't hit the wall. Leon Forst dreht sich noch einmal, kann den Einschlag aber verhindern, verliert noch mehr Plätze und weiter. Und während Pauli Partan jetzt gleich in die vorletzte Runde geht, hatten wir noch einen kleinen Zwischenfall, den wir uns anschauen sollten. Da schalten wir direkt auch gleich mal hin. Juan Jimenez. With this guy I was in the practice server and he got my setup. And that's why Juan Jimenez has problems with the car. Juan, kurzer Dreher und weiter. Wie gesagt, wir befinden uns in Runde 21 von 23, also haben wir ungefähr noch 2 Runden zu gehen. Hier haben wir mal Kurt Klapper im Bild, inzwischen auf P20 angekommen. Ein sehr, sehr solides Rennen heute für ihn. Ganz anders Roly Wallbank hinter ihm auf P30, musste heute seine Titelambitionen endgültig begraben. Jetzt geht es nur noch darum, den zweiten Platz zu halten. Schade, dass Roly da den Schwung der ersten Saisonhälfte nicht mitnehmen konnte und jetzt in der zweiten Saisonhälfte so viel Pech hat. Und hier sehen wir jetzt das, was ich vor uns schon vermutet hat. AJ Roper konnte seinen Rückstand zu Ben Summers zufahren. Adam auf P16, inzwischen einsam, aber sehr, sehr solide und mit einem Top-Ergebnis heute. Vor Jack David Spiggott, Leon Forst ist bis auf P23 noch hinter Mauro Micheletti und Jason Krakowiak zurückgefallen. Sehr, sehr schade, hatte so einen verheißungsvollen Beginn in das Rennen und hat das auch hier bis kurz vor Schluss durchhalten können.
Ich schätze mal, da fehlt noch ein kleines bisschen die Erfahrung im Reifenmanagement. Ihr wisst ja, in der Serie hier brechen die Reifen so nach 3/4 des Rennens ein Stück ein. Hier hat man mal Don Ronkel im Bild, auch einen kleinen Ausflug durch Kies gemacht, aber niemanden gestört. Und Pauli Kalevi-Partan eröffnet jetzt hier die letzte Runde. Final Lap, White Flag. Inzwischen 7 Sekunden Vorsprung auf Jack David Pickett, der auf P2 liegt. Und unser Björn liegt hier eine Runde vor Schluss nur 10 Sekunden hinter den Top 5. Und hier gibt es auch nochmal einen Zweikampf zwischen Jason Krakowiak und Mauro Micheletti um die Position 22. Jason kann sich da noch vor Mauro behaupten. Und unser Byron direkt hinten dran. Leider geht ihm jetzt hier die Zeit aus. Denn Byron und die Gruppe hier um Jason und Mauro sind hinter unserem Leader Pauli zurückgefallen, der sich ja jetzt schon in der letzten Runde befindet. Knapp eine halbe Runde hat unser Leader hier noch zu gehen. Und unser Byron ist jetzt ganz dicht dran hinten an Mauro Micheletti. Vielleicht geht er ja noch eine Position nach vorn. Pauli geht jetzt das letzte Mal in die Hairpin. Direkt vor ihm Kurt Klapper auf P20. Das heißt, Pauli hat das halbe Feld schon überrundet. Damit ist er heute seiner Favoritenrolle mal wieder mehr als gerecht geworden. Und Pauli feiert jetzt hier schon auf der langen Gegengeraden. Eine Schikane noch, dann hat er es gepackt. Einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch an der Stelle schon mal hier. Wahnsinn. Und damit geht der Gesamtsieg im ersten Split einmal mehr nach Finnland. And the winner is Pauli Kalevi-Partan. What happened, Ben? Oh no, a back marker. Jack David Pickett kommt als Zweiter über die Ziellinie und Sergio Fernandez wird Dritter. Oh, und hier unser Ben hatte in der letzten Runde noch einen Unfall, da fehlt ein Rad. Da müssen wir gleich nochmal schauen, was da passiert ist. Oha, so schade. Ben hat bis hierhin so ein absolut fehlerfreies und tolles Rennen gezeigt. Yeah, it's really bad. Und lag hier in den Top 15. Yeah, it was really bad. Versucht jetzt noch irgendwie mit 3 Rädern über die Ziellinie zu kommen. I mean, the back marker, I don't know, yeah, didn't have nowhere to go. Oh, here's Ben. Oh, Ben. Ooh. Ooh. Oh, really? That was the situation where you lost your wheel. Oh, dear. Ist Alejandro Diaz? Ja, ja. Last lap and Ben loses his wheel. Did you see the checkered flag, Ben? In der letzten Runde so eine tolle Platzierung zu verlieren, das tut außerordentlich weh. Schauen wir mal, was Ben da noch über die Ziellinie retten kann. Von hinten kommt jetzt John Olsen und Barry West. Die wird er beide ziehen lassen müssen. Damit fällt Ben bis auf P19 zurück. Ich sag mal Schadensbegrenzung. Der wäre heute auf jeden Fall ein Top 15 Platz drin gewesen. Und direkt hinterm Ben kommt Kurt Klapper auf P20 Richtung Ziellinie. Der letzte in der Führungsrunde. Yeah, good place, mate. Thanks. Good race, guys. What was your... Ja, hab ich gesehen, ja. Oh, lost the wheel. Lost the wheel. Ah, I should have Ja, for me also. It was such a bad situation. I thought I was clear, and then someone hit me long gone. from behind. Oh. Yeah, do you want to make Wow, a video of that's this bad, race or what? Okay. Finished on the lead lap. That's a bonus. We're like 19th out of 38, so top high. It was fun, it was just so... I lost you two guys early on. I didn't know where you went. Or if you were in front of me or behind me. Close on us, but, I will finish and then we take a look at the incident. Okay? We say goodbye to our viewers. And I will say next week. Ciao, ciao. Bye bye. Tschüss. Bye.
Ja, liebe Zuschauer, das war ja ein wildes Durcheinander heute. Schade für unseren Tommy und für Ben, aber auch für unseren Byron lief es heute nicht so gut. Dafür für Björn umso besser. Ich glaube, der hat damit den Titel im Sack. Einen ganz herzlichen Glückwunsch schon mal an dieser Stelle. Würde ich mal sagen, sehen wir uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's alle gut und bleibt uns alle treu. Tschüss.
Rennfahren verfälscht auf die Dauer die Perspektive der Wirklichkeit. Und so entsteht im Bewusstsein allmählich eine Welt des Irreal. Die Fakten des Lebens bekommen eine ganz andere Bedeutung. Gefühl, Vernunft, alle menschlichen Probleme nehmen dann andere Dimensionen an, so wie es bei Rauschgiftsüchtigen der Fall ist. Von diesem Moment an hat das Leben nur noch den einen Sinn, Rennen zu fahren. Auch wenn man weiß, dass man früher oder später sterben muss. Weil dann ein Widerstand nicht mehr möglich ist. Gegen diesen masochistischen Drang der Selbstzerstörung.